Ja, auch willkommen von meiner Seite. Hallo, willkommen zu In den Gefühlsmaschinen. Bevor ich loslege, kurz Information. Also es wird an 3 Stellen was passieren. Das heißt, man sollte sich so positionieren, dass man alle 3 Stellen sehen kann. Es ist hier hinter mir, aber auch relativ viel da drüben. Also es empfiehlt sich vielleicht so ein bisschen mit dem Hocker mehr in die Mitte zu kommen. Der Ausgangspunkt für den heutigen Abend ist das Haus meiner Eltern. Und ich bin da nicht oft, ich bin da ab und zu Besuch, wenn ich mit meiner Tochter, Freundin dorthin fahre. Und wenn ich dort bin, dann beschäftigt mich das Haus irgendwie immer so. Und das hat so ein paar Gründe. Das ist irgendwie, wenn ich dort bin, habe ich das Gefühl, das Haus, meine Eltern ist wie mein Vater. Und ich kann das manchmal nicht mehr so richtig unterscheiden. Was ist Haus, was ist mein Vater? Und das liegt daran, dass mein Vater angefangen hat, dort so Dinge zu installieren, die etwas automatisieren. Er hat, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind dort im Haus, er hat dann draußen auf dem Rasen einen Rasenmäherroboter. Unten im Erdgeschoss ist vielleicht der Staubsaugerroboter unterwegs. Im Garten geht dann ab und zu im richtigen Moment der Brunnen an. Kaffeemaschine ist automatisch und so weiter und so fort. Also wir könnten vielleicht sagen, es ist so ein Smart Home, auch wenn ich denke, trifft es vielleicht noch nicht so ganz. Und man kann auch so sagen, ich glaube, Smart Home, viel dessen, was dort passiert, eben was man nicht so sieht, ist dann meine Mutter, die dann doch dafür sorgt, dass irgendwann das Essen im Haus ist und auf dem Tisch steht. Aber es ist dann oft so gewesen, wenn ich zu Besuch war, mein Vater steht dann morgens auf, sitzt am Tisch und er sagt dann nicht, ich habe gut geschlafen, sondern er sagt, ähm, die App sagt, ich hatte heute einen, ich weiß nicht, Schlafindex von 58, also er hat so mittelgut geschlafen. Und so ist er dann auch immer, dass er irgendwie am Handy ist und guckt, wie geht es jetzt im Staubsaugerroboter oder stellt irgendwas an diesem Panel ein, das da so an der Wand ist. Es ist aber so, ich habe an dieses Haus über diese Dinge hinaus keine Erinnerung, weil ich bin dort nicht aufgewachsen. Das haben meine Eltern gebaut, nachdem die Kinder ausgezogen sind. Wir sind zu viert, 4 Kinder. Und ich habe mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht, was hat eigentlich so ein Haus für Erinnerungen? Und möchte da jetzt mit euch, mit Ihnen ein bisschen eintauchen. Zum Verständnis, ich sehe das so, also es kann natürlich ein Haus, so ein Smart Home kann Erinnerungen, Vorstellungen, Fantasien haben. Ich sehe das aber mehr so, dass ja ein Smart Home ist so ein vernetzter Computer, der mit ganz vielen anderen Häusern zusammenhängt. Und ich denke, das Smart Home als Konzept und Fantasie ist ja auch irgendwie was, was nicht nur an einem Ort ist. Das heißt, wir gehen jetzt so in nicht das Haus meiner Eltern direkt, sondern in dieses Konzept hinein und werden dort so vor allem auf Kinder treffen, die Kinder des Smart Homes und andere. Erinnerung eins, circa 1920, in Montclair, einer kleinen exklusiven Siedlung in New York. Und dort lebt auch Frank Jr. Seine Schwester Martha weckt ihn um 7 Uhr. Um 7:01 Uhr ist er dann im Badezimmer. Um 7:02 Uhr spielt er deutsche Schallplatten, während er sich dabei die Zähne putzt und badet. Um 7:07 Uhr wiegt er sich, notiert jede Veränderung in seiner Gewichtstabelle, kämmt sein Haar, macht die Wanne sauber, er startet das Bad für seinen Bruder Bill und dreht um 7:08 Uhr das Grammophon auf. Um 7:10 Uhr weckt er seinen Bruder Bill und schaltet französische Schallplatten ein, um sie sich anzuhören, während er sich anzieht. Um 7:16 Uhr putzt er seine Schuhe, macht 2 Minuten später sein Bett und 3 Minuten später, also um 7:19 Uhr, räumt er sein Zimmer auf. Hat er sich an diesen Plan gehalten, alles in der richtigen Geschwindigkeit gemacht, ist er dann um 7:31 Uhr beim Frühstück. Hält er sich nicht an diesen Plan, ist zu langsam, führt das dazu, dass seine Geschwister, die nach ihm dran sind, aus ihrem Takt kommen. Es ist nämlich so, Frank Jr. hat 11 Geschwister, sie sind insgesamt 12 Kinder, genau 6 Mädchen, 6 Jungs. Und alle 12 Kinder haben Pläne, die von ihren Eltern geschrieben wurden, minutiös vom Aufstehen bis ins Bett gehen, wie sie die Dinge in welchem Rhythmus und in welcher Zeit machen.
Und sie tragen das dann auch immer in Pläne ein und wenn sie das nicht ganz hinbekommen, werden diese Pläne eben angepasst. Frank Jr. und seine Geschwister nehmen an diesem Experiment teil, auch mit ein bisschen Überzeugung, weil ihnen die Eltern das Gefühl vermitteln, Effizienz wird euch zu erfolgreichen Menschen machen. Dazu gehört auch, dass sie Kopfrechnen schon sehr früh lernen oder in Fremdsprachen ausgebildet werden, um Klassen überspringen zu können in der Schule. Zweite Erinnerung, 1962. Wir sind auf der World's Fair in Seattle. Für die den Begriff World's Fair oder das Konzept nicht kennen, Weltausstellung, im Deutschen Expo 2000 und ähnliches. Und hier stellt William C. Dersch ein Gerät mit dem Namen Shoebox 2 vor. Our efforts to communicate with, that is, control machines, have resulted in a demonstration voice recognition machine capable of operating an adding machine. Shoebox 2, the name given to it because of its small size, recognizes the 10 spoken digits and in addition 6 command words, plus, minus, total, subtotal, false, and off. I will now speak a few digits and commands to the machine to demonstrate its capabilities. 6, 7, 8, plus, 2, 3, 4, 5, 7, 8, minus, subtotal, 1, 7, 6, 2, 0, minus, 1, 3, 4, 9, 0, 2, plus, total. Alexa, close the blinds. All house blinds closed. Erinnerung 3, 1904 in Columbia, Missouri in den USA. Um dem Anspruch seines Vaters gerecht zu werden, arbeitet Norbert härter und lernt länger, aber in weniger als einem Jahr führt das tägliche Lesen für den Unterricht des Vaters zu einer schweren Kurzsichtigkeit. Im Alter von 8 Jahren ist die Überanstrengung der Augen so schlimm, dass der Arzt Norbert befiehlt, 6 Monate lang mit dem Lesen aufzuhören, weil er befürchtet, dass er sein Augenlicht vollständig verlieren könnte. Deshalb liest Norberts Mutter ihm fortan den Unterricht vor und 6 Monate lang lässt Vater Leo seinen Sohn all sein Denken und Rechnen im Kopf erledigen. Mit 8 Jahren lernt Norbert Algebra, Geometrie, Trigonometrie im inneren Auge seines Geistes und entwickelt dabei ein nahezu fotografisches Gedächtnis. Schon als er 5 war, beginnt sein Vater damit, ihm griechische Klassiker, lateinische Klassiker näher zu bringen, gefolgt von deutschen Dichtern und Philosophen, dann Darwin, Huxley und andere Wissenschaftler. Er bringt ihm Bücher und Zeitschriften aus der Harvard-Bibliothek über Physik, Chemie, die Natur des Lichts und diese seltsame neue Kraft der Elektrizität. Norbert beschreibt seinen Vater später als einen Mentor, der sich zwar Mühe gibt, aber unterrichtet mit der Haltung eines Feldwebels. Und dazu kommen dann so systematische Erniedrigungen. Kann man sich so vorstellen, Norbert steht da, muss aufsagen, was er gelernt hat, neben dem Tisch seines Vaters Leo, der eigentlich am Arbeiten ist, aber es noch schafft, nebenher zuzuhören. Und wenn der Sohn Leo einen Fehler macht, dann ihn eben systematisch zu erniedrigen, indem er ihn beschimpft und sagt, was er für ein Versager ist.
Irgendwann kommt dann Norbert auf die Idee, dass er vielleicht mit dem richtigen Zauberspruch eine Puppe in ein Baby verwandeln könnte. Also er ist ja noch sehr jung. Hat dann aber später diesen Wunsch, der ihn auch sein Leben lang begleiten wird, etwas zu bauen, was er quasi lebende Automaten nennen wird. Also mechanische Geräte, die das Verhalten von Tieren und Menschen nachahmen würden. Dann, 45 Jahre später, also 1948, veröffentlicht er sein Buch über die Kybernetik. Das sehen wir hier. Untertitel ist Kontrolle und Kommunikation in Tieren und Menschen. Und es ist die Untersuchung der Steuerung des Informationsflusses in Systemen mit Rückkopplungsschleifen, also Feedback. Seien sie biologisch, mechanisch, kognitiv oder sozial. Erinnerung 4. 1939 wieder auf einer World's Fair, dieses Mal in New York, am Stand von Bell. Homer Dudley präsentiert hier den Voder, das erste elektrische Gerät, um Sprache zu synthetisieren. Hier sehen wir eine schematische Darstellung. Ich habe das Gefühl, dass wir hier auf der linken Seite die Mutter von Norbert sehen, die wir davor kennengelernt haben, die ihm diese Aufgaben vorgelesen hat. The machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents the breath. The other, the vibration of the vocal cords. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me, with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. Okay. Do you really feel as old as you sound? Yes, I feel very old. Miss Harper, I've been wondering whether our listeners realize how many motions you have to make in the production of a single word. Can you give us some idea? Well, for example, in producing the word concentration on the Voder, I have to form 13 different sounds in succession, make 5 up and down movements of the wrist bar, and vary the position of the foot pedal from 3 to 5 times, according to what expression I want the Voder to give the word. And, of course, all this must be done with exactly correct timing. Fünfte Erinnerung 1911, im selben Jahr, also 1911, in dem Frank Jr. geboren wurde. Den haben wir am Anfang kennengelernt, das ist der mit diesem durchrhythmisierten Tagesablauf. Im selben Jahr veröffentlicht Frederick Taylor sein Buch The Principles of Scientific Management. Und er beschreibt dort vermeintlich wissenschaftliche Methoden, um das Arbeiten in Fabriken oder in Büros zu optimieren. Für ihn gilt es, mit diesem Ansatz diesen sogenannten One Best Way herauszufinden, also den One Best Way, eine Tätigkeit am schnellsten und produktivsten durchzuführen. Wie macht er das? Er nimmt sich 10 bis 15 Arbeiterinnen und Arbeiter, die alle eigentlich dieselbe Arbeit ausführen. Er zerlegt diese Arbeit in kleine Einheiten, lässt diese Einheiten durchführen und ist immer mit der Stoppuhr dabei und schaut, wie schnell geht das. Und dann guckt er, welche Ausführung war die schnellste und baut dann diese kleinen Häppchen wieder zu diesem ganzen Zusammenhang zusammen und hat dann herausgefunden, was ist der schnellste Weg, das zu tun. Und auf diese Art und Weise müssen das dann alle machen und vor allem auch in genau dieser Geschwindigkeit. Wir können also sagen, Frank Jr., den wir am Anfang kennengelernt haben, dessen Eltern führen ein Experiment in Scientific Management durch, aber zu Hause, ne? Mit ihren 12 Kindern. Die Eltern sind Frank und Lillian Gilbreth. Jetzt können wir uns an der Stelle vielleicht so ein bisschen fragen, oder frage ich mich zumindest, was ist der Zusammenhang von Arbeit und Entspannung im Zuhause? Da gibt es ja so diese Vorstellung, dass sich das irgendwie so entwickelt hat und dann kommt jetzt plötzlich irgendwie die Arbeit nach Hause zurück, aber früher war die Arbeit von dem Zuhause getrennt. Da lohnt sich so ein bisschen ein Blick zurück.
zwischen 1780 und 1850 gibt es eine gewissermaßen eine Sentimentalisierung des häuslichen Lebens. Wir sprechen da so ein bisschen über die USA vielleicht auch, aber wenn wir über das Smart Home sprechen, müssen wir ja auch über die USA sprechen, denke ich zumindest. Und da wird versucht, durch diese Sentimentalisierung das Zuhause symbolisch aufzuladen und der Fabrik entgegenzustellen. Und wer ist dafür verantwortlich, für dieses sentimentale Zuhause? Das ist natürlich die Frau. Und sie ist zuständig für Schönheit, moralische Rechtschaffenheit, spirituelle Tugend und das Wohlbefinden der Familie. Wenn wir oder ich darüber spreche, über das, was da so, wer wofür verantwortlich ist und was da passiert, dann spreche ich über den Adel oder eine Mittelschicht, also Menschen, die sich Hausangestellte leisten können. Dann mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts geht es dann nicht mehr primär um Schönheit und Moral im Zuhause, sondern um Effizienz und Gesundheit. Dafür gibt es mindestens 2 Gründe, vielleicht noch mehr, aber 2 Gründe, die ich nennen möchte, sind: der erste, es entsteht eine Mittelschicht. Und diese Mittelschicht hat nicht mehr so diese Möglichkeit, sich Hausangestellte zu leisten, zumindest nicht mehr in dem Umfang, wie man es davor gewohnt war, musste deswegen einiges oder vielleicht auch alles selber machen. Und es gibt etwas, was man im Englischen das Servant Problem nennt. Das könnte man übersetzen als das Dienstbotenproblem. Was ist das Dienstbotenproblem? Dienstbotenproblem ist, dass eben diese Hausangestellten sagen, ich habe keine Lust mehr bei dir zu arbeiten. Wie kommt das? Wie können Sie das machen, das einfach zu sagen? Es gibt neue Jobs. Sie können da stattdessen sagen, ich gehe in der Fabrik arbeiten beispielsweise. Und Sie sagen eben auch, ja, ich habe die Möglichkeit, in der Fabrik zu arbeiten, anstatt von dir zu Hause mies behandelt zu werden, angemotzt zu werden. Wenn das nicht sein muss, mache ich das nicht mehr. Und das führt eben auch dazu, dass viele, die es sich nicht dann leisten können, anfangen, Dinge selber zu tun. So wird dann Produktivität und Effizienz aus der Notwendigkeit heraus zum Zentrum des Zuhauses. Wir sehen hier einen noch nicht optimierten Weg im Zuhause, hier mit Küche und Esszimmer. Und das gilt es dann zu optimieren. Es gibt dann Ratgeber beispielsweise, da ist dann Frank Juniors Mutter eine, die solche Ratgeber verfasst, wie kann man das Zuhause optimieren, so wie man das in der Fabrik tut. Also auch hier wieder, wie wird die Küche aufgebaut, damit die Laufwege kürzer sind. Hier nochmal so ein Beispiel dafür. Was wir jetzt hier in diesem Video rechts sehen, ist die sogenannte Frankfurter Küche. Frankfurter Küche ist vielleicht manchen Begriff. Die wurde eben ganz oft gebaut und dafür auch entwickelt für eine Wohnsiedlung in Frankfurt. Wir sehen jetzt hier, es ist alles viel kompakter. Die Laufwege sind dadurch viel kürzer und die Zubereitung der Speisen ist dadurch eben auch schneller und vielleicht auch einfacher. Was natürlich der große Kritikpunkt hier ist, die Küche ist so klein, da passt nur eine Person rein. Die Frau, die Mutter des Hauses ist allein in der Küche, hat weder Hilfe noch Gesellschaft dabei. Wir sehen, was hier so zusammenkommt, ist Time and Motion Study nennt man das, also die Optimierung auch der Bewegungsabläufe. Dafür sind Frank Juniors Eltern berühmt geworden. Die haben das mit Kameras optimiert, die Bewegung, haben geguckt, was ist die schnellste Art, die Schreibmaschine zu bedienen und so weiter und so fort. Und das kommt nach Hause, wie gesagt. Was natürlich auch kommt, sind Haushaltsgeräte, Waschmaschine, Spülmaschine und Ähnliches. Abschließend kann man natürlich sagen, die Frauen, die das vorantreiben, diese Effizienz, indem sie Ratgeber schreiben, die können das nur tun, weil sie immer noch Hausangestellte haben. Ne? Anders wäre das natürlich gar nicht möglich. Also Frank Juniors Mutter hat viele Hausangestellte.
Die 6. Erinnerung in den 1950ern im Sonia Shankman Orthogenic School in Chicago. Das ist so eine psychiatrische Einrichtung. Das ist Joey, 9 Jahre alt, und Joey ist ein mechanischer Junge. Also er ist tatsächlich ein Mensch, aber wird beschrieben als mechanischer Junge. Er funktioniert wie ferngesteuert durch Maschinen seiner Fantasie. Und er macht das so überzeugend, dass nicht nur er selber denkt, er ist tatsächlich eine Maschine, sondern auch die Menschen, mit denen er zu tun hat, sind mehr oder weniger davon überzeugt, dass er eine Maschine ist. Das kann man sich so vorstellen, wenn er beispielsweise sich an den Esstisch setzt, muss er erst den Stuhl mit Servietten abdecken, bevor er sich draufsetzen kann, weil er muss das isolieren, weil er ist ja mit Strom betrieben. Dann nimmt er ein Kabel, steckt das hier in die Steckdose und dann verbindet er sich mit einem anderen Kabel mit dem Tisch, weil es ist ihm nicht möglich, ohne Strom zu verdauen. Also diese Bewegungen im Körper, die gehen nur, wenn er irgendwo angeschlossen ist. Sein Bett ist ausgestattet mit Apparaten, die er aus Klebeband, Pappe und Draht gebaut hat und dort befestigt hat. Und die sind dafür da, dass während er schläft, diese Apparate ihn am Leben halten, sein Leben quasi für ihn führen. Hat er zu tun mit anderen Menschen, spricht er die nie mit Namen an. Aber diese Apparate haben Gefühle, es kann sein, dass ihnen mal schlecht wird und Ähnliches. Joey ist bekannt, weil es einen Artikel gibt von Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim ist in der Zeit der Direktor dieses Instituts, dieser Schule, und er beschreibt Joey in diesem Aufsatz. Er sagt zuerst, dass Joey wahrscheinlich schizophren ist, später passt er das an hin zu Autismus. Und Bettelheim vermutet, dass Joey so ist, zum einen, weil er in der Kindheit gern so Geräte auseinandergenommen hat, und zum anderen ist so seine Vermutung, dass Joey von der Mutter auf eine sehr mechanische Art und Weise erzogen oder vielleicht auch gedrillt wurde und der Vater da auch nicht besonders präsent war. Und deswegen sagt er, ist Joey davon überzeugt, es ist besser, eine Maschine zu sein als ein Mensch und sich diesem Schmerz so zu entziehen, diesem Schmerz ein Mensch zu sein oder er zu sein. Er beschreibt dann weiter in diesem Artikel einen jahrelang dauernden Heilungsprozess, den er mit dem Joey durchschreitet. Wir sehen hier links eine ältere Zeichnung, da ist Joey in dieser Kapsel, man kann Joey eigentlich gar nicht so richtig erkennen, er ist in dem Nichts, und über die Zeit hinweg gelingt es, dass er Gefühle entwickelt, sich als autonom wahrnimmt. Man kann jetzt sehen, er hat ein Gesicht, mit dem er Gefühle ausdrücken kann, und er hat Arme, mit denen er Dinge anpacken kann und auch etwas tun kann. Pretty cozy. I think it needs you to give it a hug. Yeah. It's wide awake now. Sind zu Beginn die Maschinen, die ins Zuhause gekommen sind, solche Dinge wie Waschmaschinen, Spülmaschinen, sieht man hier nun Artefakte, die vermeintlich Gefühle haben und auf die wir auch mit Gefühlen reagieren. Also würde man jetzt hier vielleicht so ein Ding ein bisschen quälen, dann hätten wir eine gewisse Empathie. Also wir hätten das Gefühl, das Ding hat Gefühle und ich leide da jetzt mit, auch wenn ich weiß, es sind nicht meine Gefühle. Dazu muss man aber sagen,
diese Dinge haben natürlich logischerweise keine Gefühle. Und die Menschen, die mit ihnen interagieren, werden zu Maschinen für Gefühle. Sie erzeugen die Gefühle dieser Geräte. Also wenn ich das denke, dass das Wesen ist glücklich oder es leidet, dann fühle ich das. Ich generiere das Gefühl für das Ding und ich generiere das Gefühl in mir. Wir haben hier also eine Situation, wo plötzlich die Produktion von Gefühlen gesteigert wird um 100%. Es wird ein Gefühlsüberschuss produziert. Jetzt kann man hier sagen, naja, was könnte man mit diesem Gefühlsüberschuss wohl machen, der produktiv hier hergestellt wird? Könnte man jetzt nochmal an anderer Stelle tiefer einsteigen. Zweite Überlegung, wenn wir hier so drauf schauen, die ich zumindest habe, wenn ich das anschaue, ist, hier wird eine Möglichkeit geschaffen, Gefühle zu generieren in sich, die man eigentlich vermisst, die man gerne gehabt hätte, die man als Kind nie erfahren oder die ich als Kind nie erfahren habe, die diese Menschen als Kind nie erfahren haben und so weiter. Dafür ist das vielleicht eine Möglichkeit. Die dritte Lesart, die ich so ein bisschen hier sehe, ist, ich hatte über dieses Servant Problem gesprochen. Hausangestellte haben irgendwann keine Lust mehr, sagen, ich habe keine Lust mehr, mich hier schlecht behandeln zu lassen, hier zu arbeiten. Und nun besteht hier die Möglichkeit für die Menschen, die diese Geräte haben, zu sagen, ja, ich hole mir Hausangestellte zurück, aber bitteschön mit Gefühlen, die ich kontrollieren kann, bitteschön mit Zuneigung zu mir und mit einer Reaktion, die ich mag und die ich dann auch diese Geräte mag. Ich möchte aber noch mal kurz zurückkommen zu Joey, diesem mechanischen Jungen. Was ich vorhin beschrieben habe, ist eben das, was man in diesem Aufsatz liest. Wenn man aber noch mal ein bisschen genauer auf diesen Bruno Bettelheim schaut, der ihn betreut hat, dann stellt man fest, dass das ein Aufschneider ist, dass er nicht wirklich Psychologe ist, aber trotzdem in dieser Psychologen-Community wissenschaftlich hoch angesehen ist. Aber es stellt sich heraus, er ist Aufschneider, der diese Berichte zum Teil erfindet. Und wir können also sagen oder zumindest vermuten, dass es diesen Joey in dieser Form gar nicht gegeben hat. Den hat er sich vermutlich ausgedacht. Was bedeutet das? Also vielleicht bringt er hier zum Ausdruck seine Angst vor dieser Mechanisierung oder der Mechanisierung der Welt oder Ähnliches und erzählt deswegen diese Geschichte. Wir wissen aber auch, oder ich habe eben herausgefunden durch Lesen und teile das euch dann mit, dass der Bruno Bettelheim nicht nur Aufschneider ist, sondern die Kinder auch misshandelt hat dort. Und man kann deswegen vielleicht herauslesen, dass dieser Joey dieses mechanische Verhalten auch entwickelt hat, um sich zu schützen vor Bettelheim und dieser brutalen Situation, der er dort ausgesetzt war. Und wir können also sagen, diese Umerziehung vom Mechanischen hin zum Gefühl ist vielleicht nicht nur was Befreiendes, sondern dieser Joey hat eigentlich einen Weg gefunden, wie er mit der Maschine verschmilzt und quasi aus zwei Dingen etwas Größeres macht. Er hat die Möglichkeit gefunden, sich zu lösen und mechanische Dinge für sich zu finden, die ihm eine Stärke bringen. Er hat eine gewisse Selbstermächtigung dadurch erfahren. Siebte Erinnerung, 1922, in einem Film von Buster Keaton. Jetzt hat dieser Film eine gewisse Handlung, die ist mir an der Stelle eigentlich egal erstmal und auch, was da vielleicht mit gesagt werden möchte. Also wir können natürlich klassischerweise jetzt hier drauf schauen und sagen, okay, wir sehen hier moderne Technik, Modernisierung, die den Menschen überfordert und irgendwie hier so ein Kontrast aufgestellt wird.
Was ich hier aber so reinlese, ist Folgendes. Wir sehen hier am Anfang noch die Dame, die in der Küche die Speisen zubereitet, die aber für die Menschen, die hier essen, die vielleicht auch zu Besuch kommen, nicht mehr sichtbar ist. Und was sehen Sie? Diese großartige Eisenbahn, die das Essen ganz magisch herbeiführt. Aber, und das Spannende ist hier, es schafft, sich dann sichtbar zu machen und gewissermaßen vielleicht auch zu rächen, hier zu sagen, das Verdrängte wird so ein bisschen sichtbar. Ne? Ähnlich sehe ich das hier. Ich sehe hier ein Haus mit diesen verdrängten Gefühlen, Erlebnissen, Angestellten. Und das sagt, ich wehre mich jetzt, ich werfe den Menschen einfach heraus. Treppe beschleunigt und wirf ihn oben zum Fenster heraus. Erinnerung 8. In der Vergangenheit, wann genau, ist nicht bekannt, in einer TV-Show. Zu sehen ist ein junges Mädchen, ihr Name ist unbekannt und sie gewinnt $100.000 in der Kids Edition von Jeopardy. Das Mädchen kommt aus Colorado, einem Bundesstaat in den USA, der keinen ausgeprägten Akzent hat. Sie ist die jüngste Tochter eines Forschungsbibliothekars und einer Physikprofessorin mit einem BA in Kunstgeschichte. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt mit Vater und Mutter oder es ist ein gleichgeschlechtliches Elternpaar. Das ist unbekannt. Was bekannt ist, sie wird später gerne Kajak fahren und als persönliche Assistentin für einen sehr beliebten satirischen Experten im Late-Night-TV arbeiten, bevor sie dann als Google Assistant arbeiten wird. Ich denke mal, dass sie befreundet ist mit Alexa. Alexa, TV on. Okay. Alexa, it's hot. Okay. Alexa, turn lights on. Okay. Raise your Alexa, right arm. dining room off. Fire! Lower your right arm. Alexa, turn on channel 9. Raise your right arm. Fire! Lower your right arm. Alexa, it's cold. Raise your right arm. Alexa, it's cold. Lower your right arm. Alexa, turn Raise TV your volume right down. arm. Fire! 9. Erinnerung, 1970, im Haus von Francis Gabe in Newberg, Oregon in den USA. Hier im Haus ist ein Kind dabei, sein Marmeladenbrot zu essen, hat Marmelade an den Fingern, schmiert die Marmelade an die Wand. Die Mutter, Francis Gabe, findet diesen Marmeladenfleck an der Wand, holt im Garten draußen, wo der Mann in der Hütte lebt, weil sie keine Lust mehr hatte, mit ihm zusammenzuleben, holt dort den Gartenschlauch und spritzt den Fleck von der Wand ab. Das bringt sie auf die Idee, dass sie doch eigentlich ein Haus bauen könnte oder ihr Haus umbauen könnte zu einem Haus, das sich selbst reinigt. Sie hat einfach keine Lust mehr, immer hinter ihren Kindern her sauber zu machen, Marmeladenflecken von der Wand abzumachen und Ähnliches. Before I could prove that it worked. Call Francis Gabe of Newberg what you'd like. Half of Newberg thought I was nuts, and the other half decided I was a genius. And nuts or genius, she is an artist, a sculptor, a jeweler, but most of all, Francis Gabe is an inventor, and her prize invention is the self-cleaning house. She lives in it in Newberg, and she's been working on it off and on by herself for 29 years. I want mine to be completed when I put them on. So that's why it takes some time. Yes. Yes. When I get through with this baby, it's really going to work. Okay. For instance, when completed, the self-cleaning house will have a china cabinet that also washes dishes. It will have a clothes freshener. That's what Francis calls a washer-dryer. This is all automatic, of course. The detergent stops when the bottle's empty. Then the water runs
clear, and rinses. There. Then the clothes dry and go right down a rod to the closet. No bending or stooping for the laundry. Stooping is stupid. All housework is stupid to Frances. The bedroom and living room all have sprinklers above. Someday when they're hooked up, they'll replace dusting and sweeping. By the way, the water would all go in a floor drain when the cleaning's done. We can show you how it works in the kitchen. It's the only operational part of the self-cleaning house right now. Today, Frances gave us a demonstration, but first she had to fix a pipe fitting that broke. Then she gave us the demonstration. Eureka! Nuts! Trouble with that same pipe fitting again. We kind of helped out with a little strapping tape. And then finally, the demonstration of the self-cleaning kitchen in the self-cleaning house. And there you have it, a clean kitchen Frances Gabe style. When she finds the time, she'll finish the house ahead of its time, washing housework right down the drain. Carl Klick, News 8. Genau, sie hat also nach dem Vorbild einer Spülmaschine ihr Haus umgebaut, Stück für Stück. Geht Frances Gabe raus, während natürlich das Haus sich selber reinigt. Sie hat dann Zeit rauszugehen, was anderes zu machen, nimmt sie aber immer den Regenschirm mit. Es könnte ja sein, dass sie zu Hause was vergessen hat und da muss sie natürlich rein mit dem Regenschirm, und damit sie nicht nass wird. Was sie auch erfunden hat, sind so Einbände für die Bücher aus Plastik, damit die nicht nass werden. Die Bilder sind natürlich auch in Plastik eingebunden und so weiter und so fort. Hier sehen wir, hatten wir auch kurz gehört, hier sehen wir das Patent. Sie findet dann irgendwann das Geld dafür, ein Patent anzumelden. Mit diesen Erfindungen dieses Schrankes, der nicht nur das Geschirr trocknen kann, sondern auch gleichzeitig noch wäscht und Ähnliches. Sie baut dann ein Modell basierend auf diesem Patent und zieht mit diesem Modell durch das Land und versucht, diese Idee, die ich für eine ziemlich geniale Idee halte, unter die Leute zu bringen. Hier sehen wir nochmal das Modell und hier drüben sehen wir diesen Schrank, der auch das Geschirr sauber macht. Jetzt ist es, das kam ja in diesem kleinen Einspieler ja auch raus, ist unklar, ob das Haus jemals fertiggestellt wurde in dieser Weise, wie sie sich das erträumt hat, ob das funktioniert hat. Sie ist dann letzten Endes mit 101 Jahren gestorben. Ein bisschen davor hatte sie aufgrund von Geldproblemen das Patent aufgeben müssen, konnte das nicht weiter halten. Und ihre Idee ist leider, würde ich sagen, hat sie nicht so viel Fuß gefasst, wie man sich das hätte wünschen können. Das Haus ist jetzt so ein bisschen in einem verfallenen Zustand und hat einen neuen Besitzer, der dort wohnt, aber das nicht mehr nutzen kann. All blinds to 50%. Okay. Open outdoor blinds 3. Okay.
Open outdoor blinds 4. Okay. Open all blinds. Okay. Danke sehr.